Hast du dir Alkoholmarker gekauft, weil deine Bilder damit schöner aussehen als mit Filzstiften? Das war auch bei mir der Grund. Allerdings hatte ich gar keine Ahnung, was ich alles beachten muss und habe ziemlich viele Fehler gemacht. Und damit du die nicht auch machen musst, zeige ich dir hier 5 wichtige Fehler, die du auf jeden Fall nicht wiederholen solltest. Kommen wir zum wichtigsten Fehler. Du benutzt das falsche Papier und legst keine Unterlage drunter. Die Alkoholtinte aus Alkoholmarkern ist sehr flüssig. Deswegen sehen die Flächen am Ende auch immer sehr schön gleichmäßig ausgemalt aus. Wenn du allerdings zu dünnes Papier benutzt, keine Unterlage drunter machst, dann bluten sie durch mindestens eine Schicht Papier durch, versauen dir mehrere Seiten Papier und wenn du richtig Pech hast, den Tisch oder deine Tischdecke. Für Alkoholmarker gibt es spezielles Markerpapier. Dieses Papier ist etwas dicker, hat eine sehr glatte Oberfläche und ist nicht so saugfähig wie andere Papiere. Auch bei Markerpapier kann es trotzdem vorkommen, dass die Farben auf die nächste Seite durchdrücken. Deswegen solltest du zur Sicherheit auf jeden Fall wenigstens 1 bis 3 Blätter noch zusätzlich drunter legen zur Sicherheit. Kommen wir zu Fehler Nummer 2. Du möchtest deine Bleistiftskizze erst am Ende wegradieren. Problem Nummer 1, wenn du mit dem Marker über den Bleistift drüber malst, kann es sein, dass du damit Bleistift verschmierst. Das eigentlich größere Problem dabei ist aber, dass wenn du einmal mit dem Marker über den Bleistift drüber gemalt hast, du den Bleistift nicht mehr wegradieren kannst. Fehler Nummer 3. Du nimmst den falschen Fineliner. Bevor du dich für einen Fineliner für die Outlines entscheidest, mach auf jeden Fall unbedingt vorher einen Test auf einem separaten Blatt. Nicht jeder Fineliner hält der Alkoholtinte stand. Viele Fineliner verschmieren, sobald man mit Alkoholtinte drüber malt und das wäre wirklich sehr ärgerlich. Wenn du dir nicht extra Fineliner kaufen möchtest, kannst du zum Beispiel auch deine Outlines mit einem passenden Buntstift machen und am Ende, wenn du alles koloriert hast, mit dem Fineliner Outlines ziehen. Fehler Nummer 4. Du malst erst die dunkle Farbe und dann die helle Farbe. Das ist wahrscheinlich der gemeinste Fehler mit so ziemlich jedem Kunstmaterial. In manchen Fällen ist das Ganze nicht so schlimm, zum Beispiel beim Blenden. Aber wenn du zum Beispiel einen hellen Charakter auf einen dunklen Hintergrund machst, oder andersherum, wäre es schon echt blöd, wenn du mit dem hellen Marker die dunkle Tinte in die helle Fläche reinholst. Und Fehler Nummer 5 klingt komplett banal, ist aber gar nicht so unwichtig, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Du benutzt keine Swatching Cards. Völlig egal, ob du Alkoholmarker von Action, Ohuhus oder Copic benutzt, alle haben dasselbe Problem. Die Farben der Kappen, die auf den Stiften sind, entsprechen nicht dem, wie die Marker am Ende malen. Dazu kommt noch, dass die Tinte, je nachdem welches Papier du benutzt, auf jedem Papier unterschiedlich aussehen kann und auch je nachdem, wie viele Schichten du schon gemalt hast, die Farbe ja auch immer dunkler wird. Das heißt, entweder benutzt du so ein hübsches Swatchbook, was man extra kaufen muss, oder du machst dir einfach so eine Swatching Card ganz alleine. Wenn du dir diese Arbeit aber nicht machen möchtest, kann ich dir empfehlen, beim Ausmalen ein Blatt neben dir liegen zu haben, auf dem du die Farbe testest, bevor du sie auf dein Bild bringst. Und wenn du diese 5 Dinge beachtest, steht deinem ersten Bild mit Alkoholmarkern absolut nichts mehr im Weg. Hast du eventuell noch andere Fehler, die du schon gemacht hast, die keiner wiederholen soll? Schreib's gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da, um mich und diesen Kanal zu unterstützen. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Tipps und sonstige Videos verpassen möchtest. Und nun ran an die Marker, no paint, no gain.